Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Lova, der Combat Boot MK2 GTX. Wir haben euch auf der IWA 2023 war es, glaube ich, den Lova Combat Boot schon mal ganz kurz vorgestellt. Heute wollen wir ihn euch mal im Detail vorstellen. Tatsächlich auch eine schöne Weiterführung oder Kombination zu dem Video, was wir euch kürzlich gezeigt haben. Von der Firma Akku haben wir euch den Spider gezeigt, als Schuh, der keine Gore-Tex-Membran hat, eben genau für die Zeiten, wo man sagt, okay, man kriegt den Fuß eh nicht richtig trocken, man möchte lieber was haben, was vielleicht das Wasser nicht draußen hält, aber dafür dann extrem schnell wieder trocknet. Hier haben wir jetzt das komplette Gegenteil, nämlich einen Gore-Tex-Schuh, der für den robusten Einsatz gedacht ist. Natürlich nicht nur da, sondern auch für die Arbeit, also auch dienstlich, beziehungsweise vielleicht sogar für den Bau. Ein ultra solider Stiefel, und hier Lova hat hier extrem viel Wert drauf gelegt, so wenig Nähte wie möglich einzusetzen bei dem Combat Boot MK2X. Ist also ein Volllederschuh, wie man hier sehen kann, und ich habe zum Vergleich auch mal den Breacher mitgebracht, weil wenn man die mal nach innen dreht, ähneln die sich schon ziemlich stark. Also auf der Innenseite sieht man hier sehr schön, das ist fast das gleiche Design. Man hat hier auch viele Elemente wiedergefunden. Den Breacher stellen wir euch aber auch nochmal im Detail vor. Nur mal gerade jetzt so viel, dass ihr das sehen könnt. Hier der Hauptunterschied natürlich auch hier mit den Nylon-Einsätzen, dass man da natürlich von der Wasserdichtigkeit ein bisschen weniger in Anführungszeichen zu erwarten hat als hier bei einem Volllederschuh. Wir machen aber auch nochmal hier einen Wassertest für euch in diesem Video, nur schon mal so viel vorab. Was bietet mir der Lova-Stiefel? Ihr seht es hier schon, der MK2 Combat ist ein ganz hoher Schuh. Das heißt, wir haben hier eine richtige ausgewachsene Stiefelhöhe, nicht so diese typischen Mid-High-Schuhe, wie es viele Stiefelhersteller inzwischen machen, die auch sehr beliebt sind, wie zum Beispiel auch von Lova der C4, ist auch ein ultra beliebter Stiefel. Natürlich hat man bei so einem halbhohen Stiefel immer den Vorteil, wenig Gewicht, mehr Mobilität. Hier ist natürlich der Schutzfaktor bzw. auch der Wetterschutzfaktor im Fokus. Wir haben hier eine Vibram-Sohle, die dafür konzipiert ist, sich selbst zu reinigen, ölresistent ist, nicht rutscht auf feuchtem Untergrund. Sieht man hier auch schon sehr schön. Natürlich auch mit einem Absatz, um hier auch gut Halt zu geben. Für den erweiterten Schutz hat der Combat MK2 hier im hinteren Bereich und im vorderen Bereich einen hochgezogenen Geröllschutz. Das heißt, hier hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr Schutz für Zehen und für den Hinterfuß. Dann hat man hier ein Reflektmaterial ins Leder, oder das Leder ist mit Reflekt behandelt, bedeutet, das Sonnenlicht wird reflektiert und dadurch ist das Leder natürlich ein bisschen besser geschützt. Natürlich muss man bei einem Volllederschuh auch immer an die Pflege denken. Manche denken ja, wenn sie jetzt hier für über 200 € einen Stiefel kaufen, dann kann man den einfach immer benutzen. Aber so ein Volllederstiefel braucht sehr viel Pflege, beziehungsweise sollte regelmäßig gepflegt werden mit Bienenwachs oder mit ähnlichen Mitteln, die hier dann einmal das Leder immer schön geschmeidig halten und natürlich auch die Imprägnierung aufrechterhalten. Stichwort Imprägnierung. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, das ist ein GTX-Modell. Bei Lova GTX oder generell bei vielen Herstellern bedeutet GTX, dass da eine Gore-Tex-Membran verbaut ist. Und die ist hier bei dem Stiefel auch sehr hoch ausgeführt. Man sieht es hier sehr schön. Die geht wirklich bis zur obersten Öse. Das heißt, auch hier kann man getrost davon ausgehen, dass der Fuß bis oben hin auch trocken bleiben wird. Von der Schnürung her habt ihr eine 2-Zonen-Schnürung. Generell werden hier geschlossene Metallösen verwendet, und zwar bis oben hin. Es gibt ja verschiedene Lova-Modelle, wo man auch nur eine Hakenschnürung hat oben, um einfacher reinzukommen. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, hier ist komplett bis oben hin geschnürt. Der Vorteil hier mit der 2-Zonen-Schnürung ist, dass ich habe das bei dem hier schon mal vorbereitet. Die ersten 3 Ösen, die bearbeite ich, also ich gehe mit dem Fuß rein, bearbeite die ersten 3 Ösen vor, und dann habe ich hier bei der 4. Öse, die kann ich abklappen. Das heißt, hier bringe ich eine Spannung auf, die ich für den Vorderfuß haben will, und arretiere dann diese Öse. Und dadurch kann dann die Schnürung im unteren Bereich sich nicht mehr von alleine lösen. Das heißt, die bleibt immer fest. Und hier den restlichen Bereich, den ziehe ich immer an, wenn ich mit dem Fuß reingehe. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Haben jetzt sehr viele Schuhe von Lova, auch der C4 Gen 2 hatten wir ja auch schon gezeigt.
auf der SHOT Show 2023. Die verfügen jetzt auch über dieses System und macht unserer Meinung nach ultra viel Sinn. Gehen wir einmal über die weiteren Ausstattungsmerkmale. Hier seht ihr, hat man auch nochmal auf beiden Seiten so leichte Pads eingesetzt, die einfach nochmal ein bisschen Polsterung geben. Natürlich auch hier hinten beim Abrollen das Ganze ein bisschen entlastet und eine ordentlich große Schlaufe zum Einsteigen. Vom Komfort her müssen wir sagen, normalerweise ist es so, bei so einem schweren Stiefel hat man relativ häufig eine Einlaufzeit. Das war hier bei dem Stiefel nicht der Fall. Die konnte man direkt anziehen und losmarschieren, ohne dass die irgendwie groß gedrückt haben. Das fanden wir wirklich sehr beeindruckend. Und standardmäßig ist hier eine einfache Sohle mit dabei. Da der Stiefel auch nach einer DIN-Norm als Arbeitsstiefel geeignet ist, könnt ihr hier von der Firma Bauerfeind verschiedene Sohlen nachrüsten. Wir blenden euch hier einmal die DIN- und ISO-Normen ein, für die der Schuh geeignet ist, und auch von der Firma Bauerfeind, um da die Sohlen austauschen zu können, denn soweit mir zugetragen wurde, ist es so, dass der Versicherungsschutz erlischt, wenn man hier andere Sohlen nachrüstet. Also das sollte etwas sein, wo ihr nochmal nachlesen könnt, aber das haben wir für euch hier in dem Link vorbereitet. Zu guter Letzt noch ein kleines Feature, was auch relativ neu bei Lova ist, dass man hier, wenn man die Schnürsenkel fertig geschnürt hat, kann man hier im vorderen Bereich in dieser kleinen Tasche das überschüssige Schnürsenkelmaterial unterbringen. Das finden wir immer ganz klasse, einfach weil man da nicht 5-mal noch oben drum wickeln muss, sondern das einfach zuzieht, hier oben unterbringt und damit ist alles sicher verstaut. Wir sind für euch mal durch den Bach gewartet, um mal die Wasserdichtigkeit des Schuhs zu prüfen. Natürlich muss man hier immer dazu sagen, dass ein Gore-Tex-Schuh natürlich am Anfang immer wasserdicht ist und die Wasserdichtigkeit aber mit der Zeit nachlässt. Wir werden das für euch im Speziellen bei diesem Schuh beobachten und euch zu gegebener Zeit nochmal ein Update geben, ob hier der Vorteil der geringen Nähte wirklich ein Vorteil ist und das Ganze hier auch durchaus Sinn macht. Kommen wir zum negativen Punkt, den der MK2 mit sich bringt. Na klar, wenn man so einen großen, hohen Schuh hat, hat man natürlich auch ein höheres Gewicht. Das ist jetzt Größe 10,5, die wir haben. Apropos, bei der Größe sollen wir immer noch für euch dazu sagen, ob das der regulären Größe entspricht. Ja, das ist so. Bei uns, wir haben bei normalen Sneakern und bei Stiefeln dieselbe Größe. Also Lova ist da immer true to size, zumindest bei uns, wie wir das im Test haben. Und das ist Größe 10,5 und da wiegt ein Stiefel 911 Gramm. Das heißt, wir haben hier roundabout 1,8 Kilo, die wir durch die Gegend bewegen müssen. Das ist natürlich viel, aber darf man natürlich nicht vergessen, es kommt ja immer darauf an, wohin wollt ihr mit den Stiefeln oder wie viel Schutzbedarf hat euer Fuß oder ist das Gelände, auf dem ihr unterwegs seid, notwendig. Ich würde jetzt nicht im Hochgebirge mit einem C4 rummarschieren. Bei den Stiefeln hier würde ich, denke ich, auf jeden Fall ein besseres Gefühl haben. Bin jetzt ja auch nicht so der Hochgebirgsbergsteiger. Ja, das ist, denke ich, erstmal alles, was wir zu dem MK2 Combat von Lova zu sagen haben. Wir werden euch den Breacher demnächst noch vorstellen. Beides wirklich sehr coole, also unserer Meinung nach sehr wunderschöne Modelle, sehr coole Modelle und sind froh, dass die jetzt endlich auch mal verfügbar sind. Durch die Ukraine-Krise ist das alles ein bisschen in Verzug geraten, aber jetzt sind sie verfügbar und zwar bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die neuen Modelle von Lova? Speziell natürlich jetzt hier in dem Video der Combat MK2. Schreibt uns mal in die Kommentare und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.